Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Diese Woche ein klein wenig besonders. Und zwar auf der einen Seite nämlich, weil so unfassbar viel passiert ist, dass ich mehr als 10 Hacking-News habe und noch sehr viel mehr anderen Kram. Und auf der anderen Seite bin ich ein klein wenig verhindert, was das Schneiden angeht. Das heißt, es wird diese Woche etwas experimenteller werden. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drauf. Und aufgrund der schieren Anzahl der Hacking-News, mit denen wir wie immer starten wollen, machen wir das Ganze heute ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir starten mit NitroPDF. NitroPDF ist ein Anbieter für Professional PDF-Editing, also sowas wie Unterschriften etc. Und die haben die ganze Funktionsbibliothek sozusagen natürlich auch verkauft. Und naja, deren Datenbank mit Käufern und Kunden wurde jetzt natürlich mal wieder gehackt. 14 GB Daten, darunter E-Mail-Adressen, Passwörter, volle Namen, aber die Passwörter sind zum Glück gehasht, also nicht allzu schlimm. Firmennamen, IP-Adressen und andere systemrelevante Informationen. Das bedeutet eigentlich, alles wurde entwendet. Das heißt, wenn ihr NitroPDF-Käufer wart, dann bitte ich euch jetzt sofort Anzeige zu erstatten, damit ihr, falls es zum Identitätsdiebstahl kommt, keine Probleme damit habt. Dasselbe gilt auch für die über 2 Millionen Benutzer der Online-Dating-Plattform Meet Mindful, von der ich davor noch nie gehört habe, aber die scheinbar recht populär ist, denn dort gab es auch einen Datenklau und da ist auch wieder alles abhanden gekommen. Und in dem Fall besonders schlimm sogar physische Charakteristiken, das heißt wie euer Gesicht aussieht etc., was man eigentlich relativ privat halten möchte. Das heißt, wenn ihr da Kunde wart, bitte auch Anzeige erstatten. Und gelegentlich machen auch mal Hacker einen Fehler. In diesem Fall haben sie ein Passwort von einer Datenbank nicht richtig abgesichert. Das bedeutet, jeder konnte über eine Google-Suche dieses Passwort finden und konnte dann auf eine Datenbank randvoll mit Phishing-Informationen zugreifen. Das bedeutet, da waren E-Mail-Adressen drin und Passwörter für einige Webseiten, wo man diese E-Mails halt benutzt hat. Und das ist natürlich ganz besonders schlimm, denn im Endeffekt hätte und vermutlich haben auch sehr viele weitere Kriminelle darauf Zugriff bekommen. Das heißt, stellt euch darauf ein, dass eure Passwörter noch unsicherer sind, als sie es ohnehin schon waren. So war es wenigstens nur eine Gruppe, jetzt sind es potenziell alle Gruppen. Manche Hacker hingegen sind ganz besonders clever und in diesem Fall handelt es sich um einen Angriff gegen Entwickler. Das heißt JavaScript-Entwickler, um genau zu sein. Und zwar JavaScript-Discord-Entwickler. Eigentlich eine sehr kleine Zielgruppe, möchte man meinen, aber das ist genau alles, was man für diesen Hack gebraucht hat. Und zwar haben sich jetzt diese Hacker hier gedacht, Mensch, wir pushen einfach in eine Bibliothek einen bösartigen Virus, der Discord-Logins klaut. Und natürlich haben sie die NPM-Paketverwaltung genommen und haben dort 3 Libraries hochgeladen, die im Endeffekt Discord-Logins klauen, wenn man diese Libraries runterlädt mit NPM und dann verwendet in seinem eigenen Code. Und um genau zu sein, es handelt sich um Anon Chatlib mit einer 0 geschrieben bei Anon, dann Discord Fix und Sonar-Type, alle 3 von dem Nutzer SCP-173. Und ja, die sind tatsächlich mittlerweile nicht mehr verfügbar natürlich, aber wenn ihr die in eurem Discord-Client benutzt habt oder in eurem Discord-Bot, dann solltet ihr ganz dringend eure Logins überprüfen, denn die könnten weg sein. Und Google hat einige weitere bösartige Hacker dabei ertappt, wie sie sehr clever sein wollten und auch tatsächlich sehr clever waren. Und zwar haben die hier wirklich einen sehr gezielten Fokus auf Security Researcher draußen gehabt. Das bedeutet, die haben wirklich alles gehabt. Die hatten Twitter-Accounts, 7 Domains mit glaubhaften Webseiten und sogar Testimonials, echte Testimonials scheinbar sogar von Security Researchern, die einfach mehr Credibility haben wollten. Und das ist wirklich krass, was da alles abging. Im Endeffekt haben die gesagt, hey, wir haben hier ein neues Write-up, einen neuen Bug gefunden, was Neues im Umlauf gefunden und hatten dann ein Projekt, also ein Visual Studio Project im Endeffekt, was man sich runterladen konnte. Und wenn man dort quasi auf Ausführen geklickt hat, dann hatte man plötzlich sein Virus auf seinem eigenen Rechner. Hat viele getroffen scheinbar. Google hat das Ganze in einem Blog-Eintrag zusammengefasst und dort sind auch die ganzen Twitter-Accounts, die man durchaus blockieren darf und eventuell auch wirklich mit Vorsicht zu genießen hat. Und eine weitere News, die betreffen sollte, die im professionellen Umfeld unterwegs sind, ist ein neues Botnet, das sich gerade etabliert. Und zwar, das konzentriert sich auf Anwendungen auf Unternehmensebene. Und das nur auf Linux-Systemen. Also eine wieder mal sehr kleine Zielgruppe eigentlich, aber dafür vielleicht nicht ganz so gut abgesichert
Das denken sich zumindest die Leute von den Botnets. Und zwar, es wird im Endeffekt per Brute Force PostgreSQL, Redis, Hadoop, Yarn, Spark, HashiCorp, Consul, SaltStack und SSH gebruteforced, und wenn man da irgendwie reinkommt, dann wird das ganze System Teil des neuen Botnetzes. Und natürlich, wenn man ein Botnetz hat, dann kann man damit auch sehr viel schneller, sehr viel mehr machen, und solche Server haben im Normalfall wirklich sehr, sehr viel Rechenpower. Das Problem an der Sache ist natürlich, wenn man zu einem Botnetz mit seinem Server gehört, dann wird er relativ schnell geblacklistet von anderen. Das heißt, hier meine definitive Empfehlung, sowas wie Fail to Ban oder sowas kann euch wirklich hierbei helfen. Tatsächlich hat mir auch ein Abonnent hiervon erzählt, der davon betroffen ist und der davon gerade ordentlich was abkriegt. Aber ja, wie gesagt, man kann solche Bots natürlich auch bannen, auch wenn das natürlich auf Dauer nicht die beste Lösung ist, wenn das richtige Server sind. Und jetzt wieder etwas für die Allgemeinheit unter euch, und zwar TikTok. TikTok hat das Problem, dass man die Find Friends Funktion ein wenig ausbeuten konnte, um Profildaten und zum Beispiel auch Telefonnummern zu ergattern. Und zwar, theoretisch ist die Find Friends Funktion auf 500 Kontaktsuchen pro Tag beschränkt. Allerdings kann man das Ganze umgehen, indem man einfach den Request ein bisschen verändert, und dadurch hat man quasi unendlich viele Suchanfragen, die man stellen kann. Problem ist, man kann hier einfach mit einem Emulator das Ganze so machen, als hätte man eine andere Telefonnummer, als hätte man eine andere ID und so weiter und so fort, und dadurch kann man natürlich Leute finden, die in der Kontaktliste von anderen Menschen drin sind. Das bedeutet, ich tue quasi so, als hätte ich diese Telefonnummer und schaue dann, wer ist eigentlich in den Kontakten von dieser Telefonnummer. Und wenn ich jemanden finde, dann weiß ich, dass die Telefonnummer zum Beispiel auch echt ist. Das Ganze konnte schon ausgebeutet werden. Ich habe von Leuten mitbekommen, die in letzter Zeit sehr viele Fake-Anrufe bekommen haben. Das könnte zum Beispiel daran liegen, kann aber natürlich auch an einem anderen Hack hier liegen. Auch für alle unter euch wichtig, der VLC Media Player, zum Beispiel der Media Player, den ich permanent benutze, der hat eine Schwachstelle, und zwar könnte man mit einem bösartigen Video sozusagen beliebig Code auf eurer Maschine ausführen. Das heißt auch wieder hier eine Remote Code Execution. Das bedeutet, was ihr machen müsst, ist natürlich patchen und vorsichtig sein, wenn ihr noch nicht gepatcht habt, was für ein Video ihr gerade aufmacht. Kann alles relativ gefährlich sein, wenn man es aus einer nicht ganz so vertrauenswürdigen Quelle hat. Und eine weitere News für alle Kindle-Benutzer unter euch. Kindle ist dieses E-Book-Reader-Ding von Amazon. Falls noch überhaupt jemand unter euch Bücher liest, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt noch Bücher lest. Und zwar, was man hier machen konnte, ist Folgendes. Man findet erstmal die E-Mail-Adresse raus, die man als Kindle-Nutzer hat. Das kann man auch einfach mit einer gehackten Datenbank machen. Da kommen wir wieder zu den ganzen News von davor. Und was dann passiert, ist im Endeffekt Folgendes. Man kann einfach ein gratis Geschenkbuch an diese E-Mail-Adresse schicken. Das wird automatisch auf dem Kindle installiert und direkt vorne in der Bibliothek angezeigt. Und viele klicken da jetzt einfach so aus Zufall oder einfach mal um zu sehen, was das eigentlich ist, drauf, öffnen dann aber damit einen Link, und dieser Link wiederum, der führt dazu, dass eine Website geöffnet wird, und diese Website enthält ein Bild. Ja, ich weiß, es ist umständlich, aber es sind mehrere Schritte, und mit diesem Bild lässt sich dann bösartiger Code ausführen, und zwar nicht einfach nur irgendwie, sondern tatsächlich als Administrator. Was das bedeutet, ist im Endeffekt, man konnte im Namen des Kindle-Besitzers alles kaufen, also jedes Buch kaufen. Wenn man dann zum Beispiel als Angreifer noch ein Buch bereitstellt, was mehrere Millionen oder von mir aus auch nur mehrere 100 Euro kostet. Und jetzt habe ich noch zwei Meldungen für euch, die im Ausland sind. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass man weiß, was im Ausland so abgeht, denn sowas lässt sich auch vielleicht, hoffentlich nicht, aber es könnte sein, dass sich das auch auf uns übertragen lässt. Und zwar sind in Brasilien Steuerdaten abhanden gekommen, von Hackern geklaut sozusagen. Über 220 Millionen Einwohner wurden hierbei geleakt. Das bedeutet, Name, Geburtsdaten und Steuernummern sind quasi in Verbrecherhände gefallen, und 104 Millionen Fahrzeuge sind auch dabei. Das heißt inklusive Fahrzeugnummer, also Kennzeichen noch, Meldegemeinde, Marke, Modell, Baujahr etc. Alles dabei ist in einer Datenbank, und diese Datenbank steht im Darknet zum Verkauf. Das ist natürlich überhaupt nicht angenehm, und ich hoffe, dass uns in Deutschland sowas erspart bleibt. Wissen können wir das allerdings nicht. Das zweite betrifft Großbritannien, und natürlich hat Großbritannien wie viele von uns auch aktuell gerade Homeschooling eingeführt. Und ja, es gibt immer wieder Studenten bzw. Schüler und Schülerinnen, die sich keinen Laptop leisten können, beziehungsweise nicht für jedes Kind vielleicht. Und deswegen hat jetzt hier die Regierung beauftragt,
einzelne Laptops an bedürftige Schüler und Schülerinnen auszuliefern. Insgesamt über 800.000 Laptops wurden ausgeteilt und naja, auf einigen davon war ein Wurm zu finden, der mit russischen Servern kontaktiert hat und der sich, das ist das, was ein Wurm quasi macht, der sich verbreitet auf anderen Rechnern. Das bedeutet, der verbreitet sich im Netzwerk und macht sich dann breit auf zum Beispiel noch dem PC von dem anderen Geschwisterchen und vielleicht von dem vom Vater, von der Mutter und eventuell sogar in der ganzen Schule. Das ist ein bisschen arg peinlich meiner Meinung nach, denn man sollte natürlich keine kaputten Laptops ausliefern und das ist mehr als kaputt. Auf der anderen Seite sollte man sich aber auch darum kümmern, wo kommen diese Dinger eigentlich her? Waren die jetzt tatsächlich neu? Das habe ich leider nicht rausgefunden und ist das schon vorinstalliert gewesen? Das wäre besonders übel. Auf der anderen Seite, warum würde man gebrauchte Laptops ausliefern? Alles Fragen über Fragen und ja, ich hoffe, dass wir, falls wir irgendwann mal so weit sind, was wir eigentlich sein sollten, dass wir solche Probleme nicht bekommen. So, und endlich kommen wir zum Hack der Woche und ja, ihr seht, diese Woche ist unglaublich viel passiert und der Hack der Woche geht an niemand Geringeren als YouTube selbst. Damit meine ich nicht irgendwie ein Hack gegen YouTube, sondern ein Hack gegen den YouTube-Algorithmus, ein Exploit sozusagen. Und im Endeffekt ist das ein YouTuber-Hack, I don't know, wie wollt ihr es nennen, schreibt mir das gerne mal unten rein. Im Endeffekt geht es darum, YouTube möchte ganz gerne, dass man all seine Features verwendet. YouTube möchte quasi die einzige Social-Media-Plattform sein. Und ich bin YouTuber geworden wegen Videos, die ich auf dieser Plattform hier teilen kann, mit anderen eben. Nicht wegen Text oder wegen Bildern oder wegen anderem Kram, wie zum Beispiel 1 Minute Videos. Dafür hat man Twitter, dürft ihr gerne mal vorbeigucken, Instagram dürft ihr auch gerne vorbeigucken, TikTok habe ich nicht, will ich auch nicht, aber YouTube will das alles bei sich auch auf die Plattform reinbringen. So, und deswegen behandelt YouTube Textpost ein kleines bisschen anders. Und zwar, wenn man mit einem YouTube-Video interagiert, dann ist das ein Faktor. Allerdings kommt noch dazu, wie lange man sich das Video angeguckt hat, ob es erfolgreich wird und wie stark man draufgeklickt hat. Draufklicken kann ich bei einem Textpost nicht. Und ich kann auch nicht wirklich diesen Textpost jetzt mehrere Minuten angucken. Es ist halt einfach da und dann kann ich damit interagieren. Das heißt, es gibt 3 Möglichkeiten zu interagieren. Kommentare, Likes und eventuell Abstimmungsergebnisse. Und wenn man all diese 3 Dinger da benutzt, dann kann es passieren, dass euer Textpost viraler geht, als es jedes Video von euch tun könnte. Das hat ein YouTuber rausgefunden und das Ganze geteilt und ich muss sagen, ich habe das Ganze selber ausprobiert und er hat nicht ganz unrecht. Ich habe über 2000 Abstimmungsergebnisse sowohl auf meinem Haupt- als auch auf meinem Zweitkanal, also auf diesem Kanal hier erreicht und damit höchstwahrscheinlich deutlich mehr Leute erreicht, als ich mit einem normalen Video erreichen könnte. Jetzt ist natürlich der Punkt, die Leute gucken sich deswegen nicht mehr Videos von mir an oder abonnieren mich, aber sie bekommen eventuell Videos von mir vorgeschlagen. Und deswegen, meine Damen und Herren, findet ihr einen neuen Textpost, der den YouTube-Algorithmus richtig kaputt machen soll, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von diesem Video hier auf meinem Kanal. Das heißt, bitte einmal ganz kurz dahin gehen, ich verlinke euch das auch unten in der Beschreibung, einmal kurz draufklicken, liken, irgendwas kommentieren, völlig egal was, am besten einfach nur ich mag dich oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und dann bei der Abstimmung irgendwas machen. Und wir wollen sehen, wie viele Leute wir damit erreichen können. Ich fände das wirklich sehr faszinierend und lasst uns das gemeinsam mal ein bisschen ausprobieren. Wahrscheinlich wird es bald gefixt, aber trotzdem, YouTube möchte natürlich Shorts und so weiter auch weiter promoten. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich damit auch anfangen soll. Bisher habe ich noch kein so richtig gutes Konzept. Falls ihr was habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ist übrigens auch Interaktion. Nicht jeder hat das Ganze allerdings gut aufgenommen, wie man an diesen Kommentaren hier sehen kann. Und naja, ich habe das Ganze trotzdem gemacht, weil ich natürlich über solche Dinge informiert sein möchte und ich im Endeffekt auch ein bisschen von der Reichweite abhängig bin. Im Endeffekt ist das jeder YouTuber, was eigentlich traurig ist, wenn man es mal genau nimmt. Wenn YouTube aufhört, meine Videos vorzuschlagen, dann guckt sie niemand mehr und naja, warum sollte ich dann mehr Videos machen, wenn YouTube sie nicht vorschlägt? Und diese Woche im Aufreger der Woche, Google möchte nicht mehr in Australien verfügbar sein. Und das ist wahrscheinlich die größte Ohrfeige, die man einem Land überhaupt nur geben kann. Denn mittlerweile würde ich behaupten, sind so ziemlich alle Länder von Google abhängig, beziehungsweise die meisten Privatpersonen ebenso. Grund für diesen Rückzieher jetzt aus Australien, den sie angekündigt haben, der ist eigentlich mehr als Erpressung gemeint, ist das neue australische Urheberrechtsgesetz. Eigentlich etwas, an dem wir auch gerade arbeiten und Australien macht es noch ein kleines bisschen
heftiger. Denn wir haben ja im Endeffekt zumindest noch das, was in eine SMS passt, dürfen wir theoretisch noch zitieren, was auch viel zu wenig ist, versteht mich nicht falsch. Australien macht das aber noch ein kleines bisschen krasser und sagt, Google muss für jedes Google-Suchergebnis Lizenzgebühren bezahlen an den Urheber, weil in der Google-Suche, da wird ja immer so ein kleines bisschen Vorschau angezeigt zu der Webseite, die man da gerade aufrufen könnte. Und das ist natürlich für Google überhaupt nicht mehr lukrativ, denn ja, Google macht Geld mit Werbung und so viel kriegt man jetzt durch Werbung auch nicht, dass es sich lohnen würde, jeden einzelnen Link, den man anzeigt, bezahlen zu lassen. Das heißt, eigentlich ein miserables Geschäft für Australien und ich bin froh, dass wir das hier gerade nicht debattieren, aber ja, heftig auf jeden Fall. Und wir kommen zu einer weiteren neuen Kategorie und zwar den Darknet News. Die haben sich von euch schon einige gewünscht und nein, es geht nicht um irgendwelche Datenbanken, die man dort kaufen kann. Das kommt weiterhin in den Hacking News, wie wir es schon gemacht haben, sondern es geht um solche Geschichten wie heute. Wer wurde festgenommen und was wurde dingfest gemacht? Heute mit 3 Leuten, die festgenommen wurden, weil sie zuerst auf Wall Street Market, der ist ja dicht gemacht worden vor einer Weile, und jetzt gerade im Crime Network Dinge verkauft haben, und zwar Ausweise, gefälschte Ausweise. Die hatten ein Büro getarnt, oder besser gesagt ihre Werkstatt als Büro getarnt, um dort eben Ausweise zu fälschen. In über 140 Fällen. Warum sollte das jetzt für euch irgendwie interessant oder relevant sein? Naja, nehmen wir an, ihr seid Opfer von einem Hack geworden. Und ja, tatsächlich ist es im Durchschnitt schon 50% der Menschen so gegangen, dass sie Opfer eines Hacks geworden sind. Das heißt, wir nehmen an, dass diese Verdächtigen jetzt oder irgendwelche Verdächtigen euren Namen, Geburtstag und vielleicht noch Adresse haben. Ja? Was dann passieren kann, ist, man geht zu solchen Leuten und versucht dort einen Ausweis zu bekommen, der so aussieht, als wäre er eurer. Und dann ist es so, als hättet ihr quasi schon einen Ausweis hochgeladen irgendwo und der wäre mitgeleakt worden. Und was man damit machen kann, ist ziemlich katastrophal. Denn damit könnt ihr zum Beispiel Konten eröffnen. Damit könnt ihr an eine Bank gehen und ein Hacker kann dann mit eurem Namen ein Konto aufmachen bei einer Bank. Und diese Bank kann er einfach gnadenlos überziehen. Also dieses Konto kann er gnadenlos überziehen und ins Minus gehen oder vielleicht sogar einen Kredit aufnehmen. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich. Mittlerweile geht sowas häufig auch online. Das heißt, wenn man einigermaßen ähnlich aussieht oder man nimmt einfach nur ein anderes Bild, kann ja auch sein. Das heißt, wenn man so aussieht ungefähr wie derjenige, der da auf dem Ausweis zu sehen ist, dann kann man online das Ganze machen. Und wenn jemand eben euer Konto überzieht, dann bekommt ihr am Ende die Rechnung und ihr habt das ganze Problem zu tragen. Das heißt, ihr habt mit den Anwälten zu kämpfen und naja, das Geld, das da überzogen wurde, das fällt dem Hacker in die Hände. Das heißt, solche Ausweise sind unfassbar sensibel und wenn natürlich Ausweise gefälscht werden, ist das ein unglaublich problematisches System. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr Anzeige erstattet, wenn ihr in einem Hack dabei wart. Deswegen ist das hier definitiv nicht ohne und ja, ich bin froh, dass die Leute festgenommen wurden. Und damit wechseln wir zu den Politik-News. Und hier etwas, was ich eigentlich nicht häufig bei den Politik-News sage, aber wirklich was Gutes ist. Und zwar haben wir hier eine Strafe der EU-Kommission gegen mehrere Games-Publisher. Und zwar in insgesamt einer Höhe von 7,8 Millionen Euro. Darunter sind Koch Media mit ungefähr 1 Million Euro, Capcom mit fast 400.000 Euro, Bandai Namco mit 340.000 Euro und Valve 1,62 Millionen Euro und noch ein paar andere. Ich verlinke euch das Ganze natürlich weiterhin unten in der Beschreibung immer als Quelle. Das Ganze ist wegen Geoblocking entstanden. Und Geoblocking, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel irgendwo einen Key kauft, dann erlaubt zum Beispiel Steam nicht die japanische Version in Deutschland zu aktivieren. Das Ganze kann man natürlich super leicht umgehen, indem man ein VPN benutzt. Aber eigentlich darf es sowas nicht geben, zumindest laut Gesetz. Und hier ein offensichtliches, Statement, dass sowas nicht in Ordnung ist, finde ich eigentlich ganz gut, denn so hat man wenigstens die Chance, wenn jetzt Keys irgendwo sehr viel günstiger angeboten werden, warum sollte ich die dann bei mir zu Hause nicht aktivieren können? Ist für die Gamer natürlich super angenehm, für die Publisher nicht ganz so angenehm. Und Valve, also Steam, hat hier einen besonderen Schlag sozusagen bekommen von der Kommission bzw. von der Pressemitteilung, und zwar, die haben nicht kooperiert. Das heißt, die anderen haben ein bisschen weniger Strafe gezahlt, weil sie kooperiert haben. Valve hingegen hat gesagt, nope, das interessiert uns überhaupt nicht, macht ihr mal ohne uns. Das heißt, die sehen nicht mal ein, dass sie einen Fehler gemacht haben und ja, deswegen ist die Strafe nochmal deutlich höher ausgefallen, als sie ausfallen hätte können.
Das nächste aus den Politik-News sind stille SMS. Und ja, diese stille SMS, die nehmen zu. Was das genau ist und wieso mir das zum Verhängnis wird, das erfahrt ihr nächste Woche in meinem Selbstexperiment. Das heißt auf jeden Fall Kanal abonnieren und Glocke drücken, das schadet auf jeden Fall nicht. Hier nur ein ganz kurzer Ausruf, dass das Ganze zunimmt und dass ich das definitiv nicht gut finde. Doch was wären die IT-Trends ohne den Fail der Woche und den Win der Woche? Und ja, diese Woche beides gleich in doppelter Ausführung. Wir starten mit dem ersten Fail der Woche und zwar geht der an die Provinz Liaoning in China. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zwar, ja, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, Adobe Flash ist tot. Die Provinz hat es leider nicht ganz mitbekommen und naja, seit dem 12. Januar wird einfach alles blockiert, was Adobe Flash ist, weil das Ding nicht mehr unterstützt wird, weil es massenhaft Sicherheitslücken hat und eigentlich nur für komische Browser-Games da war. Tatsächlich wurde das aber offensichtlich von den öffentlichen Verkehrsmitteln dort noch ordentlich genutzt und zwar zum Fahrpläne erstellen und Fahrpläne einsehen. Das heißt, das lief alles auf Adobe Flash Basis und naja, es wurde alles blockiert. Und tatsächlich ist da einfach mal eine Weile kein Zug mehr gefahren. Als ob das Ganze nicht schon schlimm genug wäre, hat man jetzt nicht nach einer Lösung gesucht, sondern nach einem Workaround. Das bedeutet, man hat nicht dafür gesorgt, dass Flash nicht mehr eingesetzt wird, sondern man hat dafür gesorgt, dass eine ältere Version von Flash zum Einsatz kommt und man trotzdem das Ganze mit einer unsicheren alten Flash-Version verwenden kann. Ja, das ist mehr als nur ein Fail der Woche, das sind eigentlich schon quasi zwei. Ich habe trotzdem noch einen zweiten für euch. Und der geht an Google. Denn Google hat beschlossen, ab dem 15. März 2021, also schon relativ bald, die APIs, die man in Google Chrome verwendet, nicht mehr in Chromium zur Verfügung zu stellen. Und das ist ziemlich katastrophal für alle Chromium-Nutzer, wozu auch ich gehöre, denn Chromium ist quasi wie Google Chrome, nur ohne Google. Und das ist schon was man eigentlich ganz gerne haben würde. So, was im Endeffekt wegfällt, sind APIs, die zum Beispiel zum Account-Synken benutzt werden. Also sowas wie, wenn ihr Tabs offen habt, dann könnt ihr die natürlich am Handy verwenden und könnt sie dann einfach an den Rechner schicken, an Chromium schicken. Ja? Ihr könnt aber auch zum Beispiel Geolocation verwenden, Click-to-Call, Spelling API, Contacts API, das Translate Element, Safe Browsing, all diese Features fallen raus, wenn ihr Chromium benutzt ab dem 15. März. Die gibt es dann nur noch in Google Chrome und was im Endeffekt bei resultieren wird, ist, naja, das sind so viele Features, die mittlerweile für einen Browser unabdingbar sind, also die braucht man halt einfach zum Großteil. Und was dabei rauskommen wird, ist wahrscheinlich ein toter Browser. Und ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan gewesen von Chromium. Finde es wirklich schade, dass das nicht mehr funktioniert. Aber ja, im Endeffekt kann ich es auch verstehen, weil Google möchte natürlich seinen Browser groß machen. Aber dadurch unterdrücken sie die Konkurrenz halt wirklich massiv. Kommen wir allerdings zu den erfreulicheren Dingen. Und zwar zu den Wins der Woche. Und ja, auch hier habe ich zwei für euch. Denn auf der einen Seite haben wir Open Wi-Fi Pass. Das ist im Endeffekt eine Open-Source-Implementierung von Apples Wi-Fi-Sharing-Protokoll. Und das heißt, das Ding, was Apple benutzt hat, um Wi-Fi hin und her zu transportieren, ohne eigentlich das Passwort richtig zu übertragen, also unverschlüsselt zu übertragen. Das heißt, man konnte sein Wi-Fi mit jemandem teilen, ohne ihm eigentlich sein Passwort richtig zu geben. Und das hat jetzt jemand reverse engineert und hat das kostenlos offen auf GitHub zur Verfügung gestellt und zwar in Python implementiert. Ziemlich coole Sache, ich verlinke euch das Ganze wie gesagt unten in der Beschreibung. Bei mir hat es wunderbar funktioniert, ich habe zwar keinen Apple, aber ja, zumindest die Anwendung habe ich zum Laufen gekriegt. Der zweite Win der Woche geht an Kaspersky. Kaspersky ist eine Firma, die normalerweise den Virenschutz herstellt vom gleichen Namen und naja, mittlerweile bieten die auch wirklich viele Services um Virenschutz drumherum an. Zum Beispiel auch Ransomware und Ransomware-Entschlüsselung. Also Ransomware muss natürlich erstmal aufgedröselt werden, was genau macht die. Und ja, bei Ransomware ist es normalerweise immer so, dass sie die Dateien verschlüsselt und euch dann erpresst, Lösegeld zu bezahlen. Allerdings ist es natürlich jedes Mal ein bisschen anders. Es werden verschiedene Algorithmen eingesetzt, die Schlüssel sind vielleicht andere. Und deswegen muss man die Ransomware quasi reverse engineeren, also den Source Code zurückentwickeln und dann versuchen rauszulesen, was eigentlich für ein Schlüssel verwendet wurde. Und
das ist häufig der Fall, dass man das machen kann, und Kaspersky macht genau sowas und stellt jetzt tatsächlich jeden Decryptor, den sie irgendwann mal geschaffen haben, auf einer gesammelten Webseite bereit, um Daten wieder entschlüsseln zu können. Meiner Meinung nach wirklich eine coole Sache, schaut da gerne mal vorbei. Manche Sachen kann man natürlich nicht wieder entschlüsseln. Und das heißt, teilweise geht es einfach nicht. Teilweise verarschen euch auch die Ransomware-Entwickler und sagen euch, hey, ich entschlüssel deine Dateien, aber sie machen im Endeffekt gar nichts, weil es nicht mehr geht. Aber es ist in den meisten Fällen tatsächlich möglich, und es sind hier über 10 Virenarten sozusagen, wo man hier wieder entschlüsseln kann. Das heißt, wenn ihr irgendwie Opfer davon seid oder jemanden kennt, dann hier definitiv als erstes vorbeigucken. Und damit kommen wir zum Lacher der Woche. Der geht an die Firma Twifi. Twifi ist ein Internetanbieter in der Schweiz, und die haben gerade ein sehr witziges Angebot online. Und zwar, wenn man sein Kind Twifia oder Twifius nennt, dann bekommt die gesamte Familie 18 Jahre lang gratis Internet. Und ja, man muss natürlich Geburtsurkunde etc. hochladen, aber dazu gehört zum Beispiel auch mobiles Internet mit maximal 300 Mbits, und zwar ohne Datenlimitierung. Das bedeutet, so viel man möchte. Das ist schon ziemlich krass. Und naja, es ist natürlich auch ein ziemliches Commitment, wenn man sein Kind nach einer Firma benennt. Aber ich fand das sehr witzig. Ich bin natürlich nicht gesponsert, aber trotzdem dachte ich, es ist auf jeden Fall ein Lacher wert. Und jetzt habe ich noch eine Privacy News und einmal den Bericht der Woche für euch. Und die Privacy News, die ist in Amerika beheimatet, und ich hoffe, dass dieser Trend nicht von Amerika zu uns rüberkommt. Denn ja, es handelt sich um Polizeiroboter. Die Firma Knightscope stellt aktuell mehrere Arten von Polizeirobotern her, stationär innerhalb von Gebäuden, draußen oder sogar Multiterrain. Und diese Polizeiroboter, die laufen dann da einfach quasi rum und merken, ob ein Gerät mit Wi-Fi aktiv innerhalb von 500 Fuß an diesen Dingern vorbeikommt. Das heißt, die registrieren quasi, wer wo wann ist, haben auch eingebaute Gesichtserkennung, die scheinbar besser ist als die eines Menschen, ich zitiere hier nur, und sollen dadurch quasi rausfinden, ob gerade ein Verbrechen im Gange ist irgendwo, und dann natürlich die Polizei rufen. Und allein die Präsenz scheint sogar, zumindest laut der Webseite, die Rate an Kriminalität drastisch zu senken. Doch man befürchtet hier ein starkes Datenschutz-Katastrophenniveau sozusagen schon fast. Denn ja, im Endeffekt weiß der Polizeiroboter permanent, wo jemand ist, wenn man an dem Ding vorbeiläuft. So, abschließend möchte ich wie immer mit dem Bericht der Woche, und zwar etwas, das mir viele von euch geschickt haben, und zwar eine Augmented Reality Kontaktlinse. Das bedeutet, man packt sich dieses Ding ins Auge und hat plötzlich Augmented Reality. Das heißt, man kann zum Beispiel sehen, Achtung, Gefahr, oder ey, da ist was, da ist das. Vielleicht Dinge, die man sonst nicht wahrnehmen würde oder eben auch einfach vergessen hat. Zum Beispiel eine To-Do-Liste auf der linken Seite in seinem Auge drin, weil man das Ding ja direkt auf dem Auge hat. Es wird unterstützt von Sponsoren wie sonst kaum etwas, weil das natürlich wahrscheinlich etwas ist, das uns noch mehr unterstützt in unserem alltäglichen Leben, noch mehr, wie man es mit einem Smartphone ist, weil es direkt auf dem Auge ist. Aber ich bin aktuell noch ein bisschen skeptisch. Also ich hatte mal eine Weile Kontaktlinsen und sagen wir so, ich mag sie nicht wirklich. Aber nun, es gibt es wahrscheinlich auch bald in Brillenform für die Leute, die keine Kontaktlinse haben wollen. Alles in allem sehr interessant. Aber auch ein bisschen beängstigend. Ich bin gespannt, wo wir uns dahin entwickeln, und ich verlinke euch das Ganze natürlich unten in der Beschreibung. Und das war's mit den IT-Trends für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie ich das mit dem Schneiden hinkriege, und ja, ich hoffe, ihr mochtet das Experiment auch, und wir hören uns nächste Woche wieder, wo es ein sehr besonderes Video gibt. Das heißt, nochmal hier ganz kurz Glocke drücken, und bis dann. Ciao.